Grüezi. Servus. Und hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video grillen wir unsere Wurst auf 2500 Jahre alten Flammen. Das wirst du sehen. Genau, und wenn dir dieses Video gefällt, dann lass uns ein Like da, abonniere unseren Kanal. Wenn du eine Frage hast, stell sie unten in den Kommentaren. Lass ganz viel Liebe da. Und los geht's. Wir sind jetzt hier in der Stadt Fethiye und das ist eine ziemlich geschichtsreiche Stadt, denn die Geschichte reicht bis in die Antike zurück. Früher wurde die Stadt zwischen den Lykinern und dem Perserreich immer zurückerobert und im 4. Jahrhundert vor Christus kam dann Alexander der Große und hat aus Fethiye eine bedeutende antike Hafenstadt gemacht. Unter anderem gibt es hier auch so spezielle Rock-Tombs, das heißt Felsengräber, die in der Wand gebaut worden sind. So, und jetzt drehe ich mich mal um, denn direkt hinter Simon sind die sogenannten Rock-Tombs und die zeigen wir dir jetzt. Also du siehst, hinter mir sind diese berühmten Gräber. Die sind eigentlich das Wahrzeichen der Stadt Fethiye. Und es ist so, dass die in die Felsen reingehauen wurden. Und es gibt sogar Säulen, also das wurde alles mit Pickel und Meißel reingehauen oder was sie zu dieser Zeit an Werkzeug hatten. Und es wurden berühmte Persönlichkeiten der lykischen Zeit hier begraben. Und einige Gräber sind ziemlich gut erhalten, während andere restauriert wurden und andere sind halt durch Natureinflüsse nicht mehr so gut erhalten, leider. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was ist denn genau, was sind Lykaner, was ist die lykische Zeit, was ist das lykische Volk? Ich habe recherchiert, denn ich wusste es auch nicht. Das ist hier von Fethiye bis nach Antalya war das früher, hieß das Lykien. Das war 1500 vor Christus bis zum 6. Jahrhundert vor Christus. Und es hat auch persische und griechische Prägungen. Den Van haben wir hier sicher am Marktplatz geparkt. Heute ist hier kein Markt, der ist Dienstag und Samstag. Und hier kannst du wahrscheinlich alles so kaufen. Über Gewürze, Obst und Gemüse bis zu handgemachten Souvenirs ist alles dabei. Also ich glaube, das ist auch ein Ausflug wert. Wir fahren jetzt weiter, haben die Stadt besichtigt, die Rock Tombs. Ich schreibe dir alles in die Kommentare, wie das genau heißt, damit du das auch anschauen kannst. Und fahren jetzt weiter nach Kayaköy. Das ist eine verlassene Stadt, die man anschauen kann mit über 3500 Gebäuden. Und das machen wir jetzt. Los geht's! Wir sind jetzt hier in der Stadt Kayaköy. Das ist eine türkische Stadt, auch bekannt als Geisterstadt. Und das aus dem Grund, weil hier keiner mehr lebt. Und wie ist es denn zu dieser Geisterstadt geworden? Der Bevölkerungstausch 1923 ist die Ursache. Und das Ganze hat damit zu tun, dass in diesem Jahr vorhin der türkisch-griechische Krieg war. Und nach dem Vertrag von Lausanne sind dann die griechischen Bewohner, die hier gewohnt haben, sind nach Griechenland umgesiedelt worden und dadurch ist das hier leer. Und es sind über 3500 leerstehende Gebäude, habe ich gelesen, darunter zahlreiche Kirchen und Häuser, die ziemlich gut erhalten sind. Und das gehen wir jetzt anschauen.
Also das war sehr spektakulär, diese verlassene Siedlung. Jetzt fahren wir weiter zur Schmetterlingsküste oder zum Schmetterlingstal. Soll hier irgendwie ganz in der Nähe liegen. Sind für 17 Kilometer 30 Minuten, das heißt es wird eine spannende Strecke. Wir staunen immer wieder, wie steil die Türkei ist. Und das ist eigentlich eine normale Straße, aber sie ist so steil. Hier gibt es immer so 8 bis 10, 12, 14% Steigung. Sowas haben wir noch nie erlebt. Aber es geht gut zu fahren. Also der Name dieses Schmetterlingstals stammt wirklich von Schmetterlingen. Es gibt hier über 80 verschiedene Schmetterlingsarten. Man kann wunderschön wandern, es hat einen mega coolen Strand unten. Zudem klettern wir nicht runter, weil wir haben noch eine mega lange Strecke zu fahren. Es ist sehr bergig hier und wir wollen Freunde treffen, aber ich gucke jetzt mal noch da vorne über die Klippe. Wow, es geht ganz schön tief runter. Spektakuläre Aussicht. Angekommen auf 660 Meter über Meer und die Strecke war atemberaubend schön. Es war zum Teil echt steil, aber es hat sich definitiv gelohnt. Dieses Panorama hier, man hat 360 Grad Panorama, ist wirklich atemberaubend schön. Wir haben uns jetzt noch mit 2 weiteren Freunden getroffen und ich würde sagen, wir verbringen einen gemütlichen Abend und bis morgen. There'll be better days, and nothing that can pull us under. You wanna take the pain away, but know that I was born as a fighter. We fail, but we're better than that. We're better than that. I know you know. Neuer Tag, neue Sehenswürdigkeiten, neue antike Stadt. Wir sind in Letton. Das ist eine sehr bedeutende antike Stadt. Sie wurde der Göttin Leto gewidmet und ist für seine damals berühmten religiösen Rituale bekannt. Hinter mir siehst du den Tempel von Apollon, der ist hier ziemlich gut noch erhalten, wurde natürlich auch restauriert. Nebenan ist der Tempel der Artemis und dann kommt der Tempel der Leto. Und das ist hier so, weil der Apollon und Artemis ist hier geboren und aktuell oder wurde dann zum Wallfahrtsort. Das Ganze hat 70 türkische Lira Eintritt gekostet. Ob es sich lohnt, wissen wir nicht genau. Ich meine, die Tempel sind wirklich toll zum Ansehen. Der Apollon-Tempel ist sehr gut erhalten. Nur ist es so, dass da hinter mir, da rechts, wäre noch mehr anzusehen. Nur leider ist es unter Wasser und das nicht schon seit gestern, denn es hat schon Algen gebildet. Ja. Man kann hier in der Türkei so viele antike Stätten bewundern. Ich glaube, man wird gar nicht fertig werden damit. Aber wir sind für heute fertig damit. Wir fahren jetzt zum Stellplatz und genießen diesen Tag. Es ist langsam Abend, es ist schon 18 Uhr und wir sind jetzt heute diese wunderschöne Küstenstraße gefahren. Wir wissen, dass die stellplatztechnisch sehr schwierig sind.
weil es halt da immer sehr, sehr wenig Platz gibt für irgendwas. Aber dass es so schwierig wird, hätten wir jetzt nicht gedacht. Weil wir sind jetzt beim zweiten Stellplatz, die Sonne geht bald unter, aber es ist alles proppenvoll. Wir haben auch nicht gewusst, dass die Türken so ein krasses Campervolk sind. Also da vor mir stehen ungefähr 80 Wohnmobile und wir gucken jetzt mal, ob wir da noch einen Platz kriegen oder ob es doch noch mal mühsamer wird heute. Kurz vor dem Eindunkeln und wir haben uns jetzt entschieden, einfach trotzdem dahin zu fahren mit all diesen anderen Türken, die hier, so wie es ausschaut, teilweise länger wohnen. Wir haben hier jetzt ein kleines Plätzchen gefunden, können jetzt auch spazieren und dann wird es eh bald dunkel und morgen fahren wir weiter und schauen, was wir dann machen können. Guten Morgen! Wir haben gut geschlafen. Du siehst, es ist ein bisschen laut hier, aber es war die Nacht zum Glück nicht, die Nacht war ruhig. Wir stehen hier mit ganz vielen türkischen Campern. Ich wusste gar nicht, dass die so ein großes Campervolk sind, aber sind sie tatsächlich. Hier steht Camper an Camper, aber verständlich, denn an der Küste gibt es sehr wenig Stellplätze. Und das hier ist jetzt so einer. Morgens um 8 kam sogar der Bäcker und hat Brot verkauft. Also richtige Spanien-Feelings. Heute haben wir Großes vor. Wir wollen das ewige Feuer anschauen, die ewigen Flammen und dort ein Picknick machen und nehmen dich mit. Los geht's. Heute ist mal wieder Wandertag. Wir wandern zu den berühmten ewigen Flammen, dem Mount Chimera. Wir haben sie gefunden, die ewigen Feuer auf dem Mount Chimera. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und es ist so, dass diese bis in die Antike zurückreichen, also ziemlich rege Geschichte hat. Man sieht auch hier diverse Steine mit Schriften drauf. Und natürlich ist die Frage, warum brennen die? Das hat damit zu tun, dass in den Gesteinsschichten befindet sich Erdgas, oder wenn sich diese verschieben, dann entsteht Erdgas und das tritt an die Oberfläche. Und wenn das zusammen mit Luft kommt, also mit Sauerstoff, dann entzündet sich das. Und so einfach funktioniert das. Und wenn sie sogar ausgegangen sind, also nicht mehr brennen, könnte man hier ein Feuerzeug hinhalten und sie würden wieder brennen. Halt hochentzündlich. Die Wanderung hier hoch geht etwa 1 Kilometer. Ein bisschen steil, also ich könnte dir Stöcke empfehlen, Wanderstöcke. Der Eintritt ist 28 türkisch Lira pro Person. Und vergiss nicht, Wasser mitzunehmen, weil im Sommer könnte das da schon ziemlich heiß sein. Und jetzt, wo ich da so am Feuer sitze, ist es auch ziemlich heiß. Wir tun jetzt Brötle, wenn du Deutsch bist und das nicht kennst. Das heißt Grillen. Zwar haben wir Cervella dabei, das ist eine Schweizer Wurst, die wir eigentlich gar nicht in der Schweiz gekauft haben, sondern in Griechenland noch. Und die grillen wir jetzt über dem Feuer. So ist es Wort, hä? Irgendwie ist es Wort. Super richtig. Gasgrill. Gasgrill.
Hat ganz gut funktioniert. Und jetzt gibt es Servela mit Ekmek, denn das ist das türkische Brot. Ein gute. Angekommen am Stellplatz, 5 Minuten vom Mount Chimera entfernt, am Strand. Das ist ganz schön. Hier verbringen wir jetzt noch den Rest vom Tag, bevor es dann morgen Richtung Antalya geht. Die Woche ist schon wieder rum und wir haben ganz viel erlebt. Wir wurden ganz spontan zum Frühstück eingeladen. Es wurde uns zwar oft erzählt, dass die Türken ja halt einfach jemanden zu sich nach Hause einladen. Wir haben es oft gehört, nicht geglaubt und es ist uns passiert. Ja. Und zwar eine mega coole, schöne Erfahrung. Ansonsten haben wir viele antike Städte besichtigt. Und ja, es gibt viele davon und jede einzelne ist auf seine eigene Art spannend. Wir haben unsere Wurst auf 2500 Jahre alten Gasflammen gegrillt und das war echt cool. Ja. Und ja, das war eine tolle Woche. Ja, absolut. Wir haben mega viel erlebt. Also wir können wirklich der Türkei ein riesen Kränzchen winden. Es ist landschaftlich mega schön. Man erlebt sehr viel. Es ist ein echt cooles Reiseland. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ganz viel Liebe da. Genau. Abonniere unseren Kanal, gib dem Video ein Like. Und schreibe einen Kommentar. Genau, wenn du eine Frage hast. Also, wir fahren jetzt weiter Richtung Antalya, aber das zeigen wir dir dann nächste Woche. Tschüss!